Kriegsschiff dann Academies Jagdpanzer 38 T Hetzer im Maßstab 1:35 vor. Ein Kit-Review dazu könnt ihr auch schon finden auf meinem Kanal. Da haben wir auch schon festgestellt, dass es ein ziemlich einfacher Bau sein dürfte, und das werden wir jetzt rausfinden. Hier also das mehr oder weniger fertig gebaute Modell. Das sind noch die fehlenden Komponenten, die ich aber noch nicht am Modell befestigen werde, sondern die will ich extra bemalen. Hier die Scheibenräder, da habe ich die Lauffläche ein bisschen mit grobem Sandpapier geschmürgelt, damit die einfach ein bisschen aufgraut werden. Das ist ja klar, wenn das Gummi da an den Ketten reibt ganze Zeit, dass es dann ein bisschen poröser wird und abgeschabt wird. Der Bau als solcher lief wirklich hervorragend. Ich habe nur hier ein bisschen Spachtelmasse auf die Luke getan, weil da 2 Auswurfmarken waren. Das sah dann nicht so schön aus. Aber ansonsten wirklich ein Schüttelbausatz, muss man sagen. Baut sich fast von alleine. Hier hinten das Etzteil, das Gitter, wirklich hervorragend. Ich finde, das ist wirklich ein gutes Detail. Ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel die Bügel hier, sind ein bisschen klobig ausgefallen. Also bei Dragon Bausätze wäre das sicher ein Etzteil, was jetzt dem Modell hier auch nicht schaden würde, aber mir persönlich macht es nicht viel aus. Also es ist okay, aber es ist sicherlich ein Punkt, der professionellere Modellbauer stören wird. Ja, es ist schon beeindruckend, wie klein das Fahrzeug eigentlich war, aber dennoch so erfolgreich. Also ich würde sagen, echt klein, aber oho. Gut, als nächstes werden wir dann die ganzen Teile und hier den Rohbau mal grundieren, und dann können wir uns auch schon der Tarnbemalung zuwenden.
So, die Grundierung konnte jetzt gut durchtrocknen. Und bevor wir jetzt weitermachen mit der Lackierung, möchte ich kurz über diese Hinterhaltstarnung reden. Denn das ist ein bisschen ein kompliziertes Thema. Zum Beispiel jetzt hier in diesem Bauplan wird vorgeschlagen, dass man das Modell sandgelb grundiert und dann eben mittels der Maskierfolie dunkelgrüne und rotbraune Tanzflecken aufbringt. Hinterher kommen natürlich nur diese Punkte rein. Nun, man muss wissen, es gab auch Fälle, wo man die Fahrzeuge nicht ab Werk sandgelb grundiert hat, sondern mit der Rostschutzfarbe ausgeliefert hat, oder teilweise wurden die auch mit diesem dunkelgrünen Anstrich ausgeliefert und erst später im Feld dann die Tarnungen zu sehen, je nachdem was eben gerade verfügbar war. Diese Hinterhaltstarnungen wurden aber meistens ab Werk aufgebracht und deswegen muss man sich da vorher schon wirklich Gedanken machen, wie man das angehen will bei so einem komplizierten Muster, weil wir ja auch diese Maskierfolie haben und da muss man ja dann unterschiedlich vorgehen, je nachdem was für eine Grundfarbe man wählt. Ich werde jetzt wie gesagt die sandgelbe Farbe benutzen, einfach so, weil ich das ehrlich gesagt besser finde. Aber wie gesagt, es gab auch andere Zustände und ja, da muss man sich ein bisschen einarbeiten. Ich verstehe das auch nicht so ganz, aber das war jetzt nur mein Erklärungsversuch. Gut, dann fangen wir mal an mit dem sandgelben Grundanstrich und danach kommen die Tanzflecken. So, das sandgelbe Anstrich konnte über Nacht trocknen. Hier habe ich schon die ersten Maskierfolien aufgebracht, um eben diese spezielle Tarnung zu erzeugen. Als nächstes kommt jetzt ein Farbauftrag mit Rotbraun und danach kommen wieder Masken und so weiter. So, die nächste Schicht mit Maskierfolie. Wenn man das aufbringt, muss man darauf achten, dass es keine Lücken gibt. Darum habe ich hier zum Beispiel noch ein bisschen Tamiya-Tape, das abklebt, weil es fast unmöglich ist, bei so größeren Flächen hundertprozentig korrekt aneinander zu kleben, dass das
abdeckt, die verschiedenen Flecken. Aber das ist kein Problem, das passt schon so. Gut, jetzt kommt noch der letzte Farbauftrag mit Seegrün. So, ich habe jetzt die Maskierfolien entfernt und wie ihr seht, das Ergebnis ist eigentlich ziemlich ansprechend. Es waren natürlich ein paar kleine Bereiche, wo man ein bisschen nachbessern musste, weil einfach die Folie nicht richtig festgeklebt war und ein bisschen aufgestanden war, aber das sind wirklich minimale Nacharbeiten nur gewesen und ja, sehr einfache Methode. Man kann es natürlich auch mit dem Pinsel versuchen, aber das würde ich persönlich nicht wollen, also so hat es Hand und Fuß und sieht auch was gleich. Gut, jetzt fehlt uns noch für die richtige Hinterhaltstarnung diese Pünktchen. Da gibt es natürlich auch wieder mehrere Varianten. Also zum einen nur gelbe Punkte, dann gelbe und grüne Punkte und Punkte in allen Farben von dem Fahrzeug mit dem roten noch dabei. Und dann aber auch manchmal nur im gelben Bereich oder nur im grünen oder ja, verschiedene Kombinationen. Ich weiß nicht, warum es da Unterschiede gab. Ja, wird schon sicher seine Gründe haben. Wir werden es jetzt hier so machen, gelbe Punkte über alles und grüne Punkte in die sandgelben Bereiche. So, ich habe hier jetzt ein bisschen Matt 16 Sandgelb von Revell und einen 00 Pinsel. Und dann versuche ich jetzt mal die Punkte hier einigermaßen realistisch aufzubringen. Idealerweise sind diese Punkte nicht kreisrund, sondern eher eckig, was natürlich ein bisschen schwierig ist hier in diesem Fall. Aber ich meine, es wird gehen. Wichtig ist auch, dass man die Farbe ein bisschen verdünnt hat, weil sonst hat man hinterher wie so eine Blindenschrift, so Hügelchen, und das ist natürlich nicht so schön. Im nächsten Video wird es dann um die Detailbemalung gehen und vielleicht fange ich auch schon mit der Alterung an. Mal sehen. Bis dahin, macht es gut, bye bye.